Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video zu Jennys Life. Ja, heute mal aus dem Büro. Es ist ziemlich stürmisch. Und vor allem an der Stelle muss ich noch sagen, zu einem letzten Video für 2025. Wir haben es einfach schon Ende Dezember. Ich kann es selber irgendwie noch gar nicht glauben, dass die Zeit so unfassbar schnell vergangen ist. Ich glaube einfach, schöne Zeit vergeht super schnell, egal wo man sich auf der Welt befindet. Ja, schöne Zeit vergeht immer sehr, sehr schnell. Warum ich heute hier im Büro bin, das ist ein kurzes Ansprachevideo und ich möchte auf einen Kommentar eingehen, aber erst nachdem ich euch mal hier meinen Büroausblick gezeigt habe. Ja, das ist das heutige Wetter. Es ist sehr, sehr schön. Also das ist wirklich so ein klassisches Dezemberwetter hier. Ihr seht vielleicht unten die weißen Wellen. Es ist wirklich extrem windig. Aber das ist sehr gut für mich, weil ich war vor circa 5 Tagen das erste Mal hier wieder surfen. Das kann man hier im Winter machen. Also wenn euch das auch interessiert, dann kann ich dazu auch gerne mal ein Video machen. Und ja, man kann hier an der türkischen Riviera im Winter surfen. Also ich bin kein Profi, also wahrscheinlich wird es mehr ein Waschgang-Video, wie dass ich irgendwie drauf stehen kann. Aber nichtsdestotrotz, Übung macht den Meister. Auf diesen Kommentar möchte ich eingehen. Und zwar, was die 10 besten Tipps zum Auswandern sind. Ich möchte es kurz und knapp fassen. Einer der wichtigsten Tipps oder Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte, ich finde, man muss finanziell stabil sein. Also man muss nicht komplett ausgesorgt haben, vor allem gerade nicht zum Beispiel jetzt ich als 32-Jährige, die jetzt sagt, Mensch, ich will jetzt einfach mal was anderes sehen, ich möchte jetzt mal was anderes erleben, aber man muss auf jeden Fall so abgesichert sein, dass unvorhergesehene Ereignisse dir nicht irgendwie wirklich so ein Cut einfach reinmachen. Sondern ich finde schon, dass wenn jetzt irgendwie mal was passieren sollte, dass du das halt einfach zahlen kannst, dass du halt nicht aufgeschmissen bist irgendwo im Ausland. Das ist jetzt nicht nur hier auf Türkei bezogen, sondern generell. Also man muss sich schon damit befassen, okay, was kostet wo, wie viel, in welchem Land. Egal, ob du jetzt in die USA gehen möchtest, da brauchst du natürlich ein ganz anderes Kapital, wie jetzt zum Beispiel hier in der Türkei. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dass du halt auf jeden Fall auch deinen Job vielleicht aus Deutschland oder wo auch immer du dich gerade befindest, mitnehmen kannst. Auch hier gilt, und das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, wenn du auch hier bleiben kannst, gibt es dir nicht automatisch die Berechtigung, auch hier arbeiten zu dürfen. Das ist nicht nur in der Türkei so, das ist weltweit so. Also ich kann es immer nur anhand von USA eben sagen, weil ja, mein Bruder, der ist die ganzen Schritte eben durchgegangen und wirklich, das war kein Zuckerschlecken. Nur weil du jetzt zum Beispiel in einem Land bleiben darfst, gibt es dir nicht die Berechtigung, auch arbeiten zu dürfen. Und das ist hier in der Türkei genau dasselbe. Auch an der Stelle, weil eine Sache geduldet wird. Ja, wenn der Ausländer jetzt kommt und er macht jetzt hier, also ich meine, hier gibt es ja nur 2 Branchen, Immobilienmakler und Tourismus. Die Sache wird geduldet, aber ob das jetzt so legal ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ich finde einfach auch, man braucht Aufgaben. Wenn man sich dazu entscheidet, auszuwandern, vor allem ich jetzt zum Beispiel als 32-Jährige, ich kann doch jetzt kein Rentenalter führen. Das geht nicht. Ich kann nicht in der Früh aufstehen und mich mit den Dingen beschäftigen, mit was sich zum Beispiel ein 70-Jähriger beschäftigen würde. Um Gottes Willen, es gibt hier Ausnahmen, wo man auch zum Beispiel sagen, also ich muss sagen, ich habe hier Nachbarinnen, die gehen wandern, das ist irre. Die macht eine halbe Weltreise, ist letztens nach Japan gefahren mit einem Kreuzfahrtschiff. Wie krass ist das? Die Frau ist 75. Ich denke mir, wow, ich möchte auch mit 75 bitte so sein.
Das ist total cool. Ich finde sowas richtig, richtig cool. Also der Mensch braucht Aufgaben. Ihr müsst euch mit irgendetwas beschäftigen. Sei es drum, größte Beschäftigung finde ich auch hier, lernt die Sprache. Lernt die Sprache. Was habt ihr denn zu tun? Okay, ihr könnt vielleicht das erste Jahr seid ihr beschäftigt mit Bauarbeiter, mit neu einrichten, mit bisschen rumprobieren, hier sich ein bisschen zurechtfinden. Okay, aber dann wird das doch irgendwann langweilig. Also ihr braucht eine Beschäftigung. Sei es jetzt arbeitstechnisch oder irgendwas anderes. Einfach ein Hobby suchen. Geht in einen Verein. Hier in Alanya gibt es super viele Vereine. Das weiß bloß keiner. Das ist echt, Wahnsinn. Hier gibt es super viele Vereine. Also wenn ich mir zum Beispiel von meinem damaligen Kampfverein zum Beispiel die Frau anschaue, die ist zum Gesangsunterricht gegangen, die ist zum Tanzen gegangen. Ich glaube, die hat noch irgendwas Künstlerisches gemacht. Also es gibt hier enorm viele Sachen, was man hier machen kann. Deswegen auch da, ich finde, man darf niemals sich zur Ruhe setzen, sondern man muss immer aktiv sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig, sonst wird dir einfach langweilig. Du musst etwas mit dir anfangen können. Und auch da, ganz, ganz wichtig, wenn du denkst, dass du in Deutschland oder wo auch immer du dich gerade befindest, vor etwas wegläufst, was es hier da nicht gibt, das ist auch ganz wichtig, dass du dich mit dir erstmal selber beschäftigst. Warum möchtest du auswandern? Was ist dein Warum? Warum? Weil dir in Deutschland die Nachbarn nicht passen, weil du Probleme hast? Also ich garantiere dir, die Probleme wirst du hier mitnehmen. Weil du dich selber mitnimmst. Das ist wichtig. Das ist wirklich enorm wichtig. Und da kann ich jedem das einfach nur ans Herz legen. Alles andere ist individuell, würde ich behaupten. Kann man sich das leisten? Wie ist die Krankenversicherung? Also das sind alles so Punkte. Das ist wirklich individuell, weil ihr seid ja vielleicht mit 60 in einer ganz anderen Lebensverfassung, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich brauche keine super krasse Krankenversicherung. Ich brauche jetzt keine neuen Zähne. Ich glaube, ich habe gute Zähne. Jetzt zumindest noch. Wie es in 20, 30 Jahren sein wird. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind alles super wichtige Punkte. Noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ihr hier in die Türkei kommt, Spaß beiseite, aber ihr dürft nicht geräuschempfindlich sein. Das kann ich euch sagen. Das ist sehr wichtig, was ihr euch hinter die Ohren schreiben müsst. Hier sind immer irgendwelche Bauarbeiten, es ist laut. Außer ihr lebt irgendwie, weiß ich nicht, von allen abgeschieden, irgendwo mitten in der Pampa, da werdet ihr keinen Krach haben, aber ansonsten müsst ihr wirklich offen dafür sein. Kleiner Spaß beiseite. Ja, ich würde jedem ans Herz legen, wenn ihr 32 seid, also den Kopf so habt wie ich, dann probiert es einfach aus. Probiert was aus. Probiert was Neues aus. Raus aus eurer Komfortzone. Probiert was aus. Ihr habt einen deutschen Pass, wenn ihr einen habt. Was kann euch schon passieren? Ihr verliert nicht 1, 2 Jahre. Ihr gewinnt Erfahrung dazu. Auf jeden Fall. Und ich finde, gerade wenn man jetzt so zurückdenkt, wie schnell ist dieses Jahr vergangen, wie schnell sind diese 5 Jahre vergangen, in denen ich hier schon bin, denke ich mir, also das, was ich gemacht habe, bereue ich auf gar keinen Fall. Und sollte ich zurückgehen, und ich kann euch eins sagen, also wenn es mir hier nicht mehr gefallen sollte, aus irgendwelchen Gründen, ich glaube nicht, dass ich mit meinem jetzigen Kopf nach Deutschland zurückgehen würde. Ich finde, es ist ein tolles Land, auch da, wo ich herkomme, aus München. Eine super tolle Gegend. Ich liebe München. München ist eine unfassbar schöne und wirklich saubere Stadt. Also ganz, ganz toll. Aber ich würde vielleicht da auch erst noch mal was anderes ausprobieren. Einfach,
der Erfahrung wegen. Und wenn ich dann quasi scheitern sollte oder wenn es nicht so klappt, dann kann man immer noch mal wieder zurück. Und ich meine, ich bin in dem Sinne frei. Ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet. Deswegen, wenn ihr euch dessen bewusst seid, einfach ausprobieren und machen. Auch wenn ihr ein neues Projekt anfangen wollt oder ihr euch nicht sicher seid, ob das jetzt vielleicht doof ist. Nein, macht das einfach mal. Ja, traut euch, macht das. Ja, und deswegen, ich bin gespannt, was 2026 auf uns, auf mich zukommen wird. Also meine Vorsätze sind auf jeden Fall, ich möchte mehr von der Türkei sehen. Ich möchte auch nochmal einfach raus. Ich finde auch gerade auch mal hier raus aus Alanya. Ich finde, Alanya ist immer wie so eine kleine Bubble. Man muss ab und zu mal raus. Sei es nur ein anderes Dorf oder einfach mal irgendwie was anderes sehen. Das, weiß ich nicht, finde ich, ist ja auch immer wichtig, auch irgendwie für deinen Horizont. Ja, du nimmst ja immer irgendetwas von irgendwo anders mit. Wie macht man etwas dort? Ich meine, du kannst ja nicht immer nur dasselbe machen und denken, das ist das einzige Richtige, sondern manchmal muss man auch andere Sachen sehen und denken, aha, vielleicht ist das auch das Richtige, vielleicht kann ich das ja übernehmen oder vielleicht ist das sogar besser. Also, genau, das sind so meine Vorsätze. Auf jeden Fall möchte ich auch wieder richtig schön in Shape kommen. Also ab Januar, und das sage ich hier ganz offen, ab Januar wird wirklich voll durchgezogen mit Ernährung, mit Training. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ein bestimmtes Ziel habe ich jetzt nicht, dass ich sage, so und so viele Kilo möchte ich dann am Ende dastehen, sondern ich möchte einfach schön in Shape kommen. Mal gucken, wie das wird. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Start und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026. Danke, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt, weiter begleiten werdet. Seid gespannt, was kommt. Es warten auf jeden Fall viele Interviews. Ich habe schon ganz viele in der Warteschleife. Ja, und ich freue mich einfach auf eine schöne Zeit und ihr dürft mich gerne weiterhin abonnieren. Also wirklich einfach mal hier draufklicken und es kostet nichts. Mir ein Like da lassen und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Jahr in alter Frische.